Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla und herzlich willkommen bei Bucher Media. Kennst du das? Du hast eine geniale Idee und du willst sie auf jeden Fall umsetzen, egal was deine Teamkollegen sagen? Heute geht es um Kill Your Darlings und ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar ganz viele Scripts. Das hier sind mehr als 7 Script-Exemplare eigentlich. Ihr seht ganz viele Notizen vorne dran. Und zwar habe ich angefangen, eine Idee aufzuschreiben. Die Idee war eigentlich, das sollte eigentlich ein Drehbuch werden, hat sich dann aber weiterentwickelt. Sind schon 11. Sind schon 11, also 11 Fassungen, von ganz dünn zu immer dicker. Und auf jeden Fall geht es heute um Kill Your Darling. Ich reichte das erste Skript, und zwar, da war es noch dieses dünne, an 7 Personen. Und zwar habe ich ihnen einfach gesagt, hey, ich habe hier was geschrieben, bitte lest es durch und dann feedbackt mich einfach. Es ist nämlich so, wenn sich Meinungen doppeln, dann kann man davon ausgehen, dass das Feedback berechtigt ist. Natürlich ist es so, dass wenn ich so etwas schreibe, dann hätte ich am liebsten, dass ich ein Genie bin und dass mein erstes Skript ein Bestseller wird. Dem ist aber nicht so. Die Leser haben dann geschrieben, was sie nicht verstanden haben, was sie nicht nachvollziehen konnten, was ihnen zu viel war, was sie vermisst haben, etc. Es ist ein bisschen so wie mit Knete. Man hat, bevor man einen Kopf formen möchte, so eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Aber in dem Prozess, wo man etwas dazufügt und wieder wegnimmt, das ist die Entstehung. Und diesen Arbeitsprozess braucht es. Und manchmal wird etwas hinzugefügt und dann wird wieder etwas abgetragen. Und das ist genau das Gleiche beim Drehbuchschreiben, aber auch bei der Konzepterfassung. Du hörst gar nicht mehr auf zu lesen. Ne? So spannend. So spannend. Meine Erstfassung. Also wir formen die Knete. Wir haben eine Ahnung, wohin das Projekt etwa gehen soll, aber eigentlich wissen wir noch nicht, wie das Endprodukt am Ende genau ausschauen wird. Denn der Arbeitsprozess an sich wird zwingenderweise Änderungen vorsehen. Er wird zwingenderweise für Überraschungen sorgen. Plötzlich fallen einem neue Handlungsstränge ein oder man entdeckt eine Location, wo man sagt, die muss unbedingt eingepflanzt werden. Oder im schlimmsten Fall vielleicht bei einem Dreh, wenn man sich in einen Hauptdarsteller verliebt hat und der springt ab und man muss ihn ersetzen und die Rolle ein bisschen ändern oder vielleicht macht man aus einer männlichen Rolle sogar eine weibliche Rolle. Also alles ist noch möglich in diesem Arbeitsprozess. Was ich hier sagen möchte, bleibt beweglich. Ja, die Idee ist gut, aber sie wird wachsen und sie wird sich verändern. Sie wird eine andere Gestalt annehmen und das ist okay so. Hört auf eure Probeleser. Hört auf die auserwählten Feedbackgeber. Übt euch darin, eine Idee, die ihr bildlich im Kopf seht, verbal zu kommunizieren. Hier merkt ihr schnell, ob eine Idee wirklich aufgeht oder ob sie noch Macken hat. Natürlich solltet ihr euch gut überlegen, wem ihr eure Darlings anvertraut. Ich würde die Sachen nicht dem nächstbesten Arschloch geben, der dann das Ganze in der Luft zerreißt und euch vielleicht sogar daran hindert oder euch den Mut nimmt, das Projekt überhaupt zu starten. Vielleicht, und so habe ich es gemacht, habe vorab verschiedene Menschen einfach gefragt, hey, ich bin da an einem Herzensprojekt dran, dann merken die schon, oh, es ist einem wichtig. Würdest du dir die Zeit nehmen, ein ganzes Skript durchzulesen für mich und dir die Zeit zu nehmen, wirklich zu überlegen, was hat dich angesprochen und wo fehlt es dir noch an Dingen und was fandest du nicht so gut. Das heißt, ich gebe schon die Vorlage, dass das Feedback nicht allzu schrecklich formuliert werden soll. Das hat sicherlich geholfen.
Das ist nämlich auch so eine Sache. Der Radius der Kreativität nimmt einfach so stark zu, wenn man mehrere Menschen hat, die feedbacken, weil natürlich von jeder Leserin und jedem Leser kamen dann auch inspirierende Gedanken und da ist es auch so, da frage ich dann immer zurück, hey, das fand ich voll gut, darf ich das so mit reinnehmen? Einfach zur Absicherung, dass man eine Idee auch wirklich weiterverwenden darf. Und dann geht es zum Verlieben. Jonas, dazu hast du was noch zu sagen, gell? Natürlich verlieben wir Kreativschaffende uns in unsere eigenen Ideen. Das braucht es auch, um überhaupt die Energie aufzubringen, irgendwas voll durchzuziehen. Nun bleibt aber die Frage, ob diese Anfangsidee tatsächlich genauso bleibt wie dann zum Beispiel das fertige Video. Denn später, wenn ihr mit Kunden zu tun habt und es vielleicht um die Konzeptentwicklung geht, werdet ihr merken, dass es um viel mehr geht, als nur einfach eure Idee durchzubringen. Es geht auch darum, auf andere Meinungen zu hören und einzugehen, weil schlussendlich wollt ihr ja erfolgreich sein. Es geht ja dann schlussendlich nicht darum, eure Idee um jeden Preis durchzubringen. Es geht darum, auf den Kunden einzugehen auch. Und oft ist es ja auch so, dass eine Idee, wenn die halt jetzt überhaupt nicht passt, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt genau die richtige Idee sein wird. Deine Idee wird abgelehnt, dann frag dich warum. Wo will der Kunde hin? Was braucht er? Was ist der Mehrwert, den du liefern kannst mit deiner Begabung? Hier setzen wir die Kundendarlings über unsere eigenen Darlings. Es kann natürlich sein, dass diese Kundenidee vielleicht mit dem Budget gar nicht machbar ist. Dann müsst ihr halt wieder kreativ sein, geschmeidig bleiben und schauen, was ist eigentlich die Idee hinter der Idee und kann man die auch anders umsetzen. Und das alles auf eine wertschätzende Art und Weise. Das Thema Konzeptionierung beleuchten wir auf jeden Fall in einer nächsten Folge mal noch eingehender. Okay, und weil es in jeder Folge von uns etwas zu sehen gibt, dieses Mal zeigen wir euch, was aus diesen ganzen Scripts hier geworden ist. Ein fertiges Buch mit einem ernsten Thema, aber auch ganz, ganz viel Lebensfreude. Ja, geh mal los. Bücher, Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute geht es um den Debütroman Kriege sind halt Kacke. Unter anderem haben wir ja auch da... Ich bin heute zum ersten Mal hier und ja, es ist ein wahnsinniges Gefühl, hier zu sein. Es ist super. Es ist auch komisch, wenn mein Gesicht jetzt auf einmal überall ist. Jeder kennt mich, jeder hat mich gesehen. Ich bin auf dem Cover, ich bin das Covermodel. Moment. Du bist gar nicht auf dem Cover. Ich habe das Buch geschrieben. Moment. Du hast das Buch nicht geschrieben. Ja, wir helfen heute einer Freundin, das Buch zu promoten. Wir gehen mitten rein. Ich meine, wenn du wirklich ein absolut geiles Buch lesen willst, dann lies dieses Buch. Kriege sind halt Kacke. Was halten denn Blondinen wie wir von Kriegen? Ganz wenig. Was hältst du denn von Kriegen? Die sind Kacke. Kriege sind? Scheiße. Oh, so wars are? Oh, wars are the best. So sind's die Amerikaner. Nur ein Krieg. Wir haben's nicht drauf. Kriege sind? Kacke. Schwierig. Überflüssig. Scheiße. Doof. Schlimm. Schlimm. Sinnlos. Scheiße. Unmenschlich. Kriege sind? Unnötig. Scheiße. Schlecht. Überflüssig. Blöd. Scheiße. Meistens nur für Profit. Warum ist das so? Diese Frage haben sich viele Spezialisten und andere auch schon vor uns gestellt. Doch selten, und so ein Zitat von Klaus Eberlein-Mürgen, heißt es,
Niemand kann sich selbst sein, ohne zu verzweifeln, dennoch jemand zu sein, den man niemand behaupten könnte, sein zu können. Zu diesem Thema. In der Flüchtlingskrise, aber ja überall in der westlichen Welt. Man muss ja nur an Amerika denken, an den amerikanischen Wahlkampf und so weiter. Wir sagen, Kriege sind Kacke. Ja. Danke, tschüss, auf Anfang. Habt auch ihr Darlings, von denen ihr nicht lassen könnt? Dann postet sie unten in die Kommentare. Vielleicht findet sich ja jemand, der sich in die Idee verliebt und ihr könnt dann anfangen zusammenzuarbeiten und Ideen zu kombinieren und aus verschiedenen Darlings eine Diva kreieren. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt doch kurz Gefällt mir. Und derweil vergesst nicht, killt wenn nötig eure Darlings, aber seid nett zueinander.